Doris Dietschi, wir sind hier bei dir in Basel, in dieser wunderschönen, speziellen Altstadtwohnung. Du bist in Basel aufgewachsen, Jahrgang 34. Wie war es, im Krieg Kind zu sein? Also der Krieg ausgebrochen oder die Kriegserklärung ist 1939. Da bin ich 5 Jahre alt gewesen. Ich erinnere mich auch an den Moment, wo mein Vater das erzählt hat. Jetzt ist Krieg. Wir haben es insofern erstens mitbekommen, weil meine Mama Deutsche war, also die Grosseltern in Deutschland, und damit abgeschnitten. Und wir sind vorher jedes Jahr mindestens 1- oder 2-mal nach Ulm. Das war abgeschnitten. Und das Zweite, später dann sind zum Beispiel die Fliegeralarm über Basel, weil die Alliierten sind immer im Rhein entlang eingeflogen, also nach Deutschland, im Rhein entlang, natürlich über Basel, und jedes Mal hat es Nachtalarm gegeben, Fliegeralarm. Und das erinnere ich mich sehr als etwas Beklemmendes, im Wissen, dass ja auch die Grosseltern gefährdet sind. Ich konnte etwas verbinden. Genau, die waren natürlich betroffen. Ja, und in Gefahr. Ich meine, damals am Anfang in Süddeutschland nicht, aber trotzdem. Und die Abgeschnittenheit. Was auch noch abgeschnitten war, ist, dass die Schwester von meiner Tante dort eine eigene Klinik hatte. Psychiatrie, eine eigene Klinik, und das habe ich irrsinnig gefunden. Also der Betrieb. Ich bin dann einmal hinter ihr reingelaufen und habe Patienten auch begrüßt und so. Also, in welchem Alter? Also als kleines Kind? Ja, 4, 5, also 4, ja. Und habe das wirklich einfach toll gefunden, also ganz anders als in Basel, ja. Und das ist eben auch der Abschnitt. Ja. Dann vielleicht gerade jetzt ein grosser Sprung zu deiner Ausbildung. Als ich deine Biografie so gelesen habe, dachte ich, für mich hast jetzt du einen relativ ungewöhnlichen Weg begangen, deine Ausbildung bis zur Innenarchitektin dann und weiter. Wie bist du dazu gekommen? Oder was sind so deine Pläne oder auch Vorbilder als Jugendliche, als Kind? Also ich hätte ja Bijouteriezeichnerin werden. Das war auch in einer ersten Phase in Genf, um das zu lernen. Warum hättest du das sollen? Weil das Geschäft von meinem Vater, das ist naheliegend gsi, dass das allenfalls hier auch gebraucht werden könnte. Eine Darstellung von Schmuck, von entworfenem Schmuck, wenn der entworfen ist, kannst du ihn noch nicht fotografieren, du musst ihn darstellen. Also die Darstellung sehr naturalistische Malerei, Technik, die man lernen kann. Und dann hast du eine Lehre gemacht. Warum denn? Ich habe sie eben leider nicht gemacht. Meine Mama ist dann gestorben und so weiter. Also ich musste abbrechen und bin dann ein bisschen dumm da plötzlich wieder in Basel gestrandet und habe gewusst, nein, das bringt hier nichts. Ich muss etwas Eigenes haben. Und frage mich nicht, warum ich jetzt überhaupt auf das Wort Innenarchitektur gestoßen bin. Das hat es noch gar nicht gegeben, eigentlich. Aber ich habe gewusst, doch, natürlich auch von Literatur, Heftchen und so, das, dort reinkommen. Hast denn du, viel wird man ja geprägt, unbewusst von daheim, wie man wohnt, was für Räume, was für Möbel. Ist denn das wichtig für dich? Ja, das ist natürlich, also die Wohnung musste perfekt und schön und stimmen und ästhetisch, und wehe, wenn etwas nicht gestimmt hat, dann hätte das verändert sein, was immer. Welcher Stil ist also dann gar nicht wichtig, aber es muss stimmen. Und das war schon so, als du Kind warst? Also bei deinen Eltern hast du das schon so empfunden oder so gelebt? Ja, also ich bin einfach wirklich in dem
Denken in aufgewachsen, schon. Ja, schon. Oder ins Kunstmuseum, sonntagsweise, mit dem Vater, also um das geht es. Und so, schau jetzt mal da, oder ins Kirschgarten, wo es dann eröffnet worden ist. Toll, also das ist ja doch einen grossen Einfluss über die Gestaltung von Räumen. Also eine frühkindliche Prägung, Ja. was Ästhetik, Innenarchitektur anbelangt. Aber eben ohne Wort Innenarchitektur, das hat es gar nicht gegeben, sondern dann eben mit gegen 1820 und nicht wissend, was ich eigentlich will, dann ist das plötzlich, aha, Innenarchitektur, das könnte ein Einstieg sein in das, was ich eigentlich möchte. Dann bist du also Innenarchitektur studieren, sage ich jetzt modern. Du bist an die FFI gegangen, also als Fachklasse für Innenarchitektur. Jawohl, ja. Also dort mit noch der Auflage, dass ich zuerst, ich habe ja keine Schreinerlehre, und die Fachklasse für Innenarchitektur damals, die hat gar nicht Innenarchitektur geheißen, sondern Innenausbau. Innenausbau, genau. Und ich war für Schreiner und ich war bei weitem nicht Schreinerin und hatte dann die Auflage gehabt, zuerst im Vorkurs hier an der Kunstgewerbeschule gehen. Leider nur ein halbes Jahr wegen der Zeit, wegen dem Eintritt, aber ein tolles Jahr, ein super Jahr, weil die Lehrer, das sind alles gute Künstler von Basel gewesen. Wer hast du denn so als Lehrer? Also der Klotz, der Weidmann, kann ich es gerade sagen. Kommt dann noch gleich wieder. Also sämtliche bekannte Basler Maler waren Lehrer an dieser Kunstgewerbeschule. Das waren die 50er Jahre. Ja, also das ist 55 habe ich dann. Hubensack? Nein, Eble. Eble natürlich. Ja. Böse, aber ich bin gut mit dem Schlag. Also, aber es war inspirierend, anregend für dich. Ja, ganz toll also. Und dann hat das also gelangt, dass du in die Dann konnte ich danke Mataria. Ich sollte 3 Jahre machen und nach 2 Jahren FFI habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt hier, ein 3. Jahr, und habe dann nach 2 Jahren abschließen. Wie übrigens eben der Richard Hersberger auch. Wir waren in der gleichen Lage gewesen. Genau. Hast du sonst noch Kolleginnen und Kollegen aus dieser Zeit, die nachher wo man noch kennt oder wo auch dann die Innenarchitektur ausgeübt haben? Nora Boduzzi, die später eingetreten ist, nach mir vor allem. Und Janet Haufler, die später Schauspielerin geworden ist, aber Tochter vom Haufler Schauspieler war, genau. Und dann später aber auch die FFI gemacht hat. Ja. Genau. Also, ja. Und wie war denn das Verhältnis also jetzt mengenmässig von Mädchen zu Buben damals? Ich war weit und breit die einzige Frau in dieser Klasse. Eben anders sind Schreiner. Also auch von dem her so ein bisschen eine völlig andere Welt. Und was hat dich denn dort geprägt? Oder was hast du mitgenommen nachher von der Schule, von diesen 2 kurzen Jahren? Das ist noch eine gute Frage, weil rückblickend würde ich sagen, was ich dort wirklich gelernt habe, ist detaillieren, Möbel detaillieren, also die Schnittmuster der Möbel, dass es das gibt. Ich habe es lange gebraucht, bis ich es kapiert habe. Dank einem Lehrerwechsel habe ich es dann wirklich angefangen zu kapieren. Und rückblickend würde ich sagen, das ist eigentlich fast das Wichtigste gewesen, zu verstehen, aha, ein Möbel
muss entsprechend dem Gebrauch nachher gefertigt werden. Und das kann man aufzeichnen. Muss man aufzeichnen, damit der Schreiner weiss, was er zu tun hat. Also rückblickend würde ich sagen, ist das fast das Wichtigste. Dann haben wir einmal einen halben Tag in der Woche in die Schreinerei. Auch mit dem ersten Lehrer ein bisschen schwierig, aber mit dem zweiten, dann, der hat uns einfach die Frauen dann eine Bohrmaschine in die Hand gegeben. Er hat gesagt, hier bohrst du jetzt einmal. Und so weiter. Oder eine elektrische Säge anstatt Faust. Und so. Also das ist auch rückblickend absolut wichtig gewesen. Weisst du den Namen noch von dem Frauenförderer? Von dem Lehrer? Vom ersten? Ja, oder der euch motiviert hat? Das war der Herr Nielsen. Ein wunderbarer, selber auch einfach ein toller Schreiner. Später ist er der Hauptschreiner vom Historischen Museum geworden. Also nach seiner Zeit an der Fachklasse hat er dann das Historische Museum geholt und ist dort ganz ein wichtiger Mensch dann gewesen. Dann hast du also nur 2 Jahre die Fachklasse gemacht. Was ist nachher auf dem Programm gestanden? Ja, persönlich eine durcheinanderige Zeit, also keine gute Zeit, sagen wir mal, familiär und so weiter. Ein bisschen eine Suchende? Ja, also suchen ist auch eine Form. Und ich habe dann gemeint, also ich hatte ein paar Aufträge gehabt, selber jemanden einzurichten oder auch umzubauen. Also gerade nach der Schule? Ja, das ist aber noch. Und das habe ich noch gerne gemacht. Aber es hat natürlich keine Zukunft gehabt. Also ich bin einfach da eine Zeit lang, wie soll ich sagen, Blumen geschwadert. Im Sumpf gesessen, ja. Aber du bist irgendwann zum Paul Artaria arbeiten, oder ist er dein Lehrer? Gerade anschliessend habe ich etwa ein Dreivierteljahr bei ihm auf dem Büro gearbeitet. Aber also, dort war ein Kollege, der wunderbar Pläne gezeichnet hat. Und von ihm habe ich wirklich gelernt, wie man Pläne zeichnet, die schön sind. Also, das habe ich dann bei Artaria auf dem Büro gelernt. Artaria und Schmidt sind ja wichtige, bedeutende Architekten für die Moderne in Basel. Dort eben nicht mehr. Ist schon zu spät? Das war zu spät. Das war das Ende vom, von der Moderne. Mal später dann auch gestorben. Also ist einfach, nein, das Büro hat diese Bedeutung nicht mehr gehabt. Ja. Und dann hast du aber du hast so ein bisschen rumlaviert in Basel mit selber machen, mit angestellt sein. Und irgendwann bist du reisen. Irgendwann bin ich so eigentlich im Sumpf gesteckt, dass auch Freunde gesagt haben, du, jetzt brauchst du Unterstützung. Ja. Und habe dann mit Hilfe von diesen Unterstützungen realisiert, ich muss hier weg. Vor allem, dass ich immer noch daheim gewohnt habe. Das ist ein Fehler. Das war nicht gut gewesen. Anyway, ich muss als allererstes hier raus. Und das hat mich dann dazu gebracht, einzugehen nach Amerika. Hast du mit einem Stipendium, gell? Nein, nicht ein Stipendium. Das hat mir mein Vater zahlen, sondern ich konnte mich bewerben am Pratt Institute in New York, wo an sich einen guten Namen hatte, habe ich mich mit meinen Unterlagen von hier bewerben und habe effektiv eine Zulassung gekriegt vom Pratt und mit dem habe ich dann ein Studentenvisum gekriegt. Das war damals das Problem. Anders ist man nicht nach Amerika gekommen. Super. Ausser als Tourist. Ja. Aber mit dem Studentenvisum konnte ich dann nach Amerika können.
Und das war einfach der Anfang von der grossen Veränderung. Also das Aber das ist ja schon noch mutig. Ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du so als junge Frau nicht so recht weisst, beruflich was, wo, und dann der Schritt auf Amerika. Das ist ja so mutig. Ich habe das schon lange, also schon eigentlich als Kind, habe ich gewusst, oder nein, so als Teenager habe ich gewusst, ich will mal nach Amerika. Wieso das? Ich glaube, es ist der Einfluss auch eben über moderne Innenarchitekturheftchen. Meine Mutter, die begeistert war von modernen Kochen, Kücheneinrichtungen war ein Thema im Hause Dietschi. Und so, also das Amerika und dann nach dem Krieg, oder, ist Amerika wirklich nicht versehrt, ja. ja und vor allem etwas anbietend. Deutschland, unglaublich. Also, ja. Und ich natürlich wieder nach Deutschland meine Verwandten besuchen. Und dort der Einfluss vom Aufbau, der war enorm wichtig. Genau. Also was Deutschland dann im Wiederaufbau gelebt hat unter den Menschen, das ist ganz anders als Basel. Jetzt aber würde ich doch gerne noch ein bisschen bleiben. Du bist dann im Pratt-Institut Ja. und dann nachher, das war aber nicht das einzige Highlight gewesen. Nein, einfach in Amerika sein. Ich konnte auch im International House for Students wohnen. Wunderbare Atmosphäre natürlich, mit 500 Studenten. Oder vielleicht sind es auch nur 300 gewesen, aber man war dort aufgehoben. Es war ein Grand Hotel für Studenten eigentlich. Und Freunde von früher noch dabei wohnend. Also ich bin einfach... Kein Heimweh. Nein, vom ersten Tag an wohl. Super. Und dann bist du noch zum Architekt Pei gegangen? Nach einem Jahr... New York war furchtbar teuer. Also, damals schon? Damals, der Dollar über 4 Franken. Bitte. Also, ich habe einfach gedacht, ich sollte ein bisschen Geld verdienen. Und dann hat mir das Pratt-Institut mir das vermittelt, dass ich auf dem Büro Pei durch die Innenarchitektin dort Suzuki eine Zeichnerstelle kriegen und habe einfach ein bisschen Geld verdient. Das war das Wichtige. Und die Arbeit war mässig. Aber ein guter Name im Kurier? Ja, jetzt rückblickend natürlich. Damals habe ich das noch gar nicht so realisiert. Ja. Aber dort habe ich dann eben den Alexander Girard entdeckt. Der hat dort neu das Restaurant La Fonda del Sol eingerichtet, vom Stuhl bis zur Gabel. Einfach alles von ihm. Und sehr beruhend auf seinem Wissen von Volkskunst. Und dann hat es auch noch einen Laden gegeben, Miller haben die den gemacht, Textile and Objects, auch von ihm. Und dann habe ich gewusst, also ich bin jetzt in Amerika, aber eigentlich will ich dort, zu dem will ich. Aber der war gerade am anderen Ende. Ja. Und dann hat aber jemand im Büro Pei ihn kennengelernt und hat mir die Adresse geben. Und dann habe ich von dort aus den Kontakt aufgenommen, schriftlich. Und eben dadurch, dass er eigentlich seine ganze Ausbildung in Italien gemacht hat und gar nicht in Amerika, der Girard. Alles, was so Europa war, also hast du noch einen Vorteil gehabt? Hatte ich absoluten Vorteil gehabt. Super. Und dann bist du auf Santa Fe? Und dann habe ich mit Freunden eine Reise gemacht durch Amerika und habe aber gewusst, am Schluss bin ich in Santa Fe. Und er hat mir auch geantwortet, ja, also wenn Sie sowieso kommen, dann kommen Sie doch vorbei. Das ist dann auch geraten.
Und vergiss das nie mehr, wie er die Türen aufmacht und mich begrüßt und wir sitzen ab und schwätzen pausenlos. Super. Du hast dann bei ihm geschafft oder Ja. eine Stage oder was hast du denn Ja, gemacht? ich habe eben nach dem pausenlos Reden hat er dann einmal gesagt, könnten Sie eigentlich nicht eine Zeit lang hier bleiben? Wir brauchen dringend jemanden, der hilft. Oder? Und ich bin ja wegen dem dorthin, aber ich habe natürlich kein Wort gesagt. Und dann sagt er, wir sind jetzt gerade dran, eine Ausstellung zu machen über Weihnachtsgrippe. Ah ja. Und das war für mich seit Kindheit ein Thema. Also ich bin aufgewachsen mit der Geschichte von Weihnachtsgrippe. Also da haben wir uns schon einmal verstanden. Und dann hat er gesagt, warte, ich zeige es und führt mich in eine Halle voll mit, also dort, was ich gesehen habe, Weihnachtskrippen. Eine an der anderen. Hat er denn gesammelt? Er hat gesammelt. Er war einer der ganz grossen Volkskunstsammler und das ist ein Teil davon. Also gut, ich habe noch gewusst, was ich sehe und also auch wieder. Und dann bin ich abgeblieben. Das war September und bis im Dezember. Also dann war die Ausstellung fertig eingerichtet. Habe ich dann müssen gehen, weil mein Visum ist abgelaufen. Ah, schade, schade. Ja, Und ja. dann bist du die Reise machen, die andere, Ja. the other way around. Ja. Also über Mexiko. Der Gerard hat gesagt, also du kannst nicht fort aus Amerika, ohne dass du nicht in Mexiko warst. Also habe ich einen Umweg gemacht, aber dann bin ich wirklich per Flugzeug dann Stück für Stück rings um die Welt herum. Aber eben, du bist nicht einfach über Amerika auf Europa, sondern du bist dann über Asien. Ich bin, ja, Japan war die erste Station im Winter, Januar, und dann also China und also die ganze Ding. Es ist steht irgendwann. Ja. Dann hast du so viele Eindrücke gehabt, so viele Erfahrungen. Ich meine, das ist, ich würde sagen, ein Highlight gewesen. Und dann kommst du zurück in die Schweiz und dann? Ja, dann habe ich auch nicht recht gewusst, was ich jetzt will. Ich habe dort gemeint, ich nicht mehr zurück nach Basel. Das haben sie überall ein bisschen umgeschaut. Und dann ist komischerweise jetzt in Basel eine Firma, Hofstädter haben die geheissen. Das ist so einfach die Einrichtungsfirma, Schreinerei von Basel gewesen. Wer immer ein bisschen etwas gebraucht hat, hat sich dort einrichten. Und die haben mir dann einmal gewusst, ich bin jetzt wieder da, haben mir mal angerufen und gesagt, oh, könnten Sie nicht 1-2 Monate uns aushelfen? Wir brauchen jemanden. Und dann habe ich gefunden, oh, das ist jetzt prima. Bis ich weiss, was ich will, mache ich das. Und bin dort 3 Jahre geblieben. Ja. Und dann war schon ein bisschen dein Schwerpunkt, jetzt sagen wir einmal, beim Objekt gewesen, bei den Möbeln. Oder sehe ich das falsch? Nein, wir haben dort im Büro Hofstädter haben wir Einrichtungsaufträge gehabt. Und zwar auch Restaurant, Chemie, wenn jemand ein neues Büro gekriegt hat, irgendein Generaldirektor, Ist er zum Hofstädter. Also natürlich meistens Privatleute, aber komplizierte, aber anspruchsvolle Leute. Also ich habe das sehr gerne gemacht. Und ja. Und ist denn dort dein Wunsch oder dein Gedanke entstanden, selber ein Einrichtungshaus zu eröffnen? Ja, das ist... Ja. Und rückblickend würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, aber gut, ich habe es gemacht. Also ich habe ein eigenes... Dann irgendwann nach diesen 3 Jahren habe ich das können so richten, dass ich dann ein eigenes... Aber du hast noch einen Abstecher nach Zürich gemacht, habe ich das richtig verstanden? Mit den Gebrüdern Hausmann? Nein, sondern jemand hat das vermittelt und realisiert, dass Hausmann sich eventuell
vergrößern nach Basel. Das war die Idee gewesen. Also es hat dann eben auch Hausmann und Hausmann, Ja. DJ Hausmann und Hausmann geheißen. Genau, also genau. Der Name hat rein müssen. Und es waren Ja. auch ihre Möbel, also, die ich dann im Laden hatte. Aber der Laden war nicht in Zürich, sondern in Basel. Nein, hier in Basel, ja. Ah, siehst du, jetzt habe ich ein Durcheinander gemacht. Brungasse habe ich auf Zürich getan, weil in Zürich gibt es auch eine. Nein, das war hier. Das war in Basel. Ja, Gut, und gut. das ist eigentlich noch... Ja, von daher... es ist nebst dem Wohnbedarf damals ist es das einzige Geschäft mit modernen Möbeln, oder? Es hat dann nachher noch andere gegeben, aber damals ist das eigentlich neu. Und meine moderne Möbel ist ja eigentlich ein weiter Begriff. Es ist ja dann immer noch die klassische moderne, Ja. gute Form. Was hast denn du für einen Schwerpunkt gehabt? Oder was ist dies? Ja, also das ist natürlich dann die Produktion vom Hausmaß. Die haben selber in einer kleinen Werkstatt mit einem wunderbaren Tapezierermeister haben die Sofa und So kapitonierte Sofa Möbel. gemacht. Und der Rest, Sitzgelegenheit und so, das sind so die Schweizer Eichenberger und Tut. Ja? Ja, das ist dann damals Also nicht die Italiener zum Beispiel. noch nicht. Nein. 60er Jahre, oder Das sind wir in den ist- 50er Jahren, 60er Jahre? Eben, das ist erst eigentlich später dann gekommen. Also gut, meine erste Begegnung natürlich schon mit Italien, noch in der FFI an der Triennale. Triennale besuchen, aber dann später wirklich, was Italien in den 70er Jahren natürlich gemacht hat. Nein, da bin ich eigentlich, ja, das ist noch, da bin ich nicht reingekommen. Ah ja? Also, oder nicht reingekommen. Das hat man ja dann müssen, doch, Zanotta und so weiter, das hat es natürlich, habe ich auch geführt im Laden. Also, Eben, da- ja. Ja, das ja. schon. Man hat es nicht mehr DJ Hausmann und Hausmann, sondern DJ und DJ AG geheißen. Wer war denn der andere DJ? Es war eigentlich einfach ein Werbetrick. Ein bisschen Beschiss. Es war ein Beschiss und mein Vater hat mir finanziell geholfen und hat gesagt, du bist der Zweite. Oder? So. Aber eigentlich ist es von jemandem, der mich werbetechnisch beraten hat, wo wir so uns besonnen haben, wie das könnte heissen, sagt die plötzlich, du, komm, vorher ist ein Doppelname, jetzt machst du wieder einen Doppelnamen, das merkt kein Mensch, dass das nicht mehr der gleiche ist. Es war auch so gesehen. Mir ist es aufgefallen, ich dachte, welcher ist der andere DJ? Ja. Also DJ und Söhne und so. Ja, nein, aber es ist wirklich, man hat auch die Schriftart natürlich beibehalten und so. Es hat wirklich niemand gemerkt, dass es anders heisst. Gut. Jetzt, was sind so deine thematischen, also wir haben jetzt schon viel angesprochen, wenn du würdest sagen, meine thematischen Schwerpunkte, was war das gewesen? Was meinst du mit thematisch? Also eben, die Möbel war wichtig für dich. Ja. Wenn du Innenarchitektur gemacht hast, sind das Läden gewesen, sind das Restaurants gewesen, sind das private Wohnräume gewesen? Wo hast du dich gesehen? Also Möbel ist natürlich einerseits, dass ich im Laden einfach Sachen anbieten, die mir gefallen und auch noch verkäuflich sind, wenn möglich. Das ist das eine. Das ist begrenzt, aber trotzdem. Und das andere ist, also ich würde sagen, rückblickend, die von den wichtigsten Kunden sind eigentlich die älter als ich, ja dann, aber denen ihre Kinder, die ausziehen und jetzt sitzen sie in einem grossen Haus oder grossen Wohnung und sagen so, jetzt fangen wir noch mal so an, wie wir es gerne hätten. Und die sind noch oft, also einige sind dann zu mir gekommen. Erstens hat ihnen das Angebot gefallen, weil sie haben ja eben nicht mehr Hofstädter Stil wollen, sondern Ein bisschen moderner? ja.
und haben auch, also gerade in dieser Zeit beim Hofstetter, habe ich mit diesen zum Teil schwierigen Basler einfach einen guten Draht entwickelt. Draht gehabt. Also es hat auch ein bisschen mit dem Namen zu tun, wo in Basel kennt man den Namen ein bisschen so. Also an gewissen Als Kreisen. Nicht-Baslerin, mit was verbindet man denn den Namen Dietschi in Basel? Ja, einfach mit einem gewissen Familienhintergrund. So. Gut. Also, Ja. die meisten sind noch irgendwann mit hinten verwandt oder so. Also, von dem her hatte ich einen gewissen Vorteil gehabt. Ein Heimvorteil. Ja, Gut, ja. gut. Aber, und dann, aber was ich eigentlich sehr gerne gemacht habe, ist Umbauten in einer Wohnung. Also, wenn man jetzt diese Wand rausnehmen würde, könnte man ja jetzt hier wirklich eine andere Lebensform gestalten. Und das, so Gedanken und auch dann das zu organisieren, das habe ich sehr gerne gemacht. Und die Möglichkeiten hast du gehabt? Ja, also oft bin ich dann hier auch auf ja doch, oder ja, das wäre schon längst uns mal ein Wunsch, können Sie das machen. Und der Umgang mit den Handwerkern ist etwas, was ich enorm heute noch schätze eigentlich. Ich habe bei den Sachen, die du geschrieben hast, bin ich auf Begriffe gestoßen, die mich stutzig gemacht haben. Ich dachte, das ist noch recht fortschrittlich, recht modern. Also zum Beispiel der Begriff Selbstentfaltung in der Wohnung, Veränderung. Also dass du nicht einen Stil oder ein Etikett, sondern es muss der Benutzerin, dem Benutzer entsprechen. Ja, das wäre eigentlich mein innerstes Anliegen gewesen. Das ist nicht immer, kannst nicht immer gerade voraus mit dem kommen. Man muss das ja auch erst spüren, wo wäre jetzt die Genau. in diesem Fall. Aber im Prinzip, ja, ist, wenn du nach dem Leitfaden fragst, ist es eigentlich das. Bringt jetzt das in das Leben etwas Positives, wenn man jetzt hier ein neues Sofa reinstellt? Oder wäre es gescheiter, man würde den Raum grösser machen? Oder Ja. irgendwie so? Also, es kommt mir jetzt gerade in den Sinn, jemand, der mir kommen will, einen neuen Salontisch wollte. Und dann bin ich dort gesessen und es war eine grosse Wohnung, nicht so eine längsgerichtete Wohnung. Und dann habe ich mal nach einer Weile gesagt, weisst du was, ein Tisch, das geht hier einfach nicht. Wie wäre es, wenn wir Mehrere kleine? mehrere kleine, die wir zusammenstellen oder auseinanderziehen. Ich weiss nicht mehr, sind es 4 oder 6 gewesen, aber die waren überglücklich gewesen am Schluss. Aber es hat einen Prozess gebraucht, sie auch zu überzeugen davon, dass ein grosser Tisch da überhaupt nichts ihnen Bringt. bringt. Ja, aber auch von deiner Seite ein gewisses Einfühlungsvermögen, Ja. Flexibilität, eine Und Offenheit. Fantasie auch. Also wir sitzen rund einen langen Tisch um. Wie im Film. Furchtbar. Oder wie gruppieren ihr euch, wenn ihr den Tisch dort anziehen könnt, wo ihr jetzt überhaupt sitzt? Also sie haben das, das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil das so ein eindeutiges Beispiel war, wo das andere überlegen, was machen die damit? Zu einem sehr ihnen zusagenden Resultat geführt. Genau, nicht einfach ein Bild inszenieren, sondern ein Bedürfnis befriedigen. Also eine andere Möglichkeit. Ja, ja. In dieser Zeit, wo du als Innenarchitektin tätig warst, ist ja noch recht ein traditionelles, sagen wir mal, Rollenbild oder auch Frauenbild hat geherrscht. Bist du mit dem konfrontiert worden? Wie bist du mit dem umgegangen? Es sind halt meistens die Frauen. Also auch meine Kunden, die ersten, die dann in den Laden reingekommen sind, sind meistens die Frauen gewesen. Und lustigerweise einen grossen Einfluss hat dann ich habe auch Vorhänge
vermittelt. Übrigens, Stoff ist etwas Grandioses. Also es gibt ja grandiose Stoffe heute noch. Sei es Baumann und so weiter einerseits oder in Frankreich. Also toll. Anyway, und die Männer haben das überhaupt nicht, hat das nicht interessiert, aber die Frauen. Und da, wenn dann plötzlich, Vorhänge, dann ist da wirklich noch ein spezieller Kontakt entstanden. Braucht was für Vorhänge und wie, technisch auch. Sind das zum Ziehen, zum Schieben, zum Lamellen, zum Rollen, also alle diese Möglichkeiten. Ja, und da sind die Frauen absolut maßgebend gewesen. Ist es nicht auch so gewesen, die Frauen sind ja die gewesen, die meiste Zeit im Haus verbracht haben? Sind die meisten Hausfrauen gewesen? Ja. Ja, die meisten, also habe ich Berufstätige. Also sicher muss jetzt nicht gerade jemand in den Sinn, wo ich sage, ja natürlich, klar, Und wie war denn das gewesen, du als junge, berufstätige Frau, die etwas älteren Hausfrauen, wie war da die Chemie gewesen? Gut. Ist das gut also gewesen? eigentlich Haben die das nicht ein bisschen komisch gefunden, dass du jetzt... Rückblickend nicht, nein. Nein, eben vorausgesetzt, ich konnte etwas einbringen, das vielleicht auch für die Frau noch ein bisschen eine andere Möglichkeit. Ich weiß es nicht, dass sie halt einen eigenen Schreibtisch aufstellt, anstatt nur ein Wohnzimmertisch oder so Sachen. Also, dass man das einmal anspricht. Genau, mit den Augen von einer Frau das gemacht hast. Also so, glaube ich, da habe ich schon auch das können so ausdrücken, dass ich nicht gerade auf Ablehnung gestoßen bin, sondern eher, ich sehe das so als Möglichkeit. Also Du hast einmal gesagt oder geschrieben, Wohnen ist kein Zustand, sondern eine Tätigkeit. Ja. Das würdest du immer noch... Ich meine, ja, oder ein Prozess, wenn du willst. Also, eine Tätigkeit, ja. Und auch eben, wie du schon gesagt, den Wohngrundriss können verändern, flexibel sein, öffnen, schliessen, den unterschiedlichen Lebenssituationen anpassen. Hast denn du auch gebaut, weißt, also wirklich, mit wem du so Rupfen neu machen? Also dort, wo der Auftrag entsprechend, also sagen wir Dachstockausbau, absolut. Also das war ein Bauauftrag, den ich furchtbar gerne gemacht habe. Hat sich dann das etwa im Gleichgewicht gehalten, das Bauen und das Einrichten? Oder was war denn wichtiger oder häufiger gewesen? Also gerade jetzt, sagen wir, bei so einem Dachstock war es das Bauen. Dass das funktioniert. Aber jetzt weisst, ich meine, in deiner Gesamttätigkeit, bist du mehr bauend oder mehr einrichtend gewesen? Das ist eine gute Frage. Also vom Geschäft her, das ich dann immer noch hatte, war es natürlich das Einrichten. Also auch müssen einfach etwas verkaufen. Ja. Aber vielleicht, wenn ich das Geschäft gar nie hatte, oder dann wäre es vielleicht mehr ins Bauen gegangen. Hast du durch deine Erfahrungen oder das, was du gesehen hast in Amerika, hast du da etwas mitgenommen? Hast du das Gefühl gehabt, du machst es ein bisschen anders als alle die jetzt nur in der Schweiz oder in Basel geblieben sind? Von der Wohnform oder von der Art, sich einzurichten? Weißt du, so der amerikanische Living Room, so das Offene. Und also was dort, also eben in den 60er Jahren, 50er Jahren, also als ich die Ausbildung beim Pratt war und auch dann nachher immer wieder bei Besuch, da sind es natürlich schon die Angebote, jetzt eben nicht einfach Italiener, sondern Miller, Knoll, mit wunderschönen Showräumen.
Ja, also der Einfluss, den die haben können machen oder die Wirkung auf mich, die ist schon... Und das hast du können umsetzen oder hättest du gerne umgesetzt hier in der Schweiz oder in Basel? Ja, also im kleinsten Rahmen, würde ich sagen, im allerkleinsten Rahmen. Aber natürlich schon mit dem Hintergrund von, ja, da gibt es gute Entwicklungen. Ich meine, die ganze Vitra ist ja auch viel später, aber ist natürlich genau beruht auf dem. Hast du ein Hauptwerk? Oder würdest du sagen, der Umbau oder der Entwurf, oder das ist mein Ding, mit dem ich mich identifiziere? Wohnungsmässig ist es, also einer meiner frühen Aufträge war, praktisch wirklich fast nach der FFI, Haus auf dem Bruderholz, wo es darum ging, dass die dort eingezogen sind überhaupt. Und eben der Dachstock zum Beispiel wollten ausgebaut haben. Und das war ein Bauauftrag, aber auch Möbel wollten, die es nicht unbedingt auf dem Markt gegeben hat. Dort habe ich sogar auch Sachen entworfen. Hast du selber entworfen? Ja. Spannend. Was war das denn? Also zum Beispiel 2 Sofas über Eck oder Möbel für Radio, Television. Was alles noch nicht einfach auf dem Markt 100-fach gegeben hat. Das Esszimmer auch. Was kommt an die Wand? Wo stellt man das Geschirr auf? Und so. Also diese Sachen. Also sehr umfassend. Ja. Also auch Vertrauen gehabt, dass ich da zuständig bin, aber rückblickend würde ich sagen, das ist sehr zeitbedingt. Also das ist nicht, wo ich sagen würde, es existiert auch nicht mehr, aber auch dort muss man es fotografieren, so ist das gut. Nein. Jemand, der in meinem Alter ist, die hat mich, wo sie in ihr Haus eingezogen sind, die hat mich damals auch kommen lassen und gewisse Sachen haben wollen, also dass ich ihr hilfe. Und die sind heute noch dort. Und die sagt heute noch, ich habe gerade letztens telefoniert, hat sie gesagt, ja weisst, ich habe halt Dietschi-Möbel. Also Möbel. Ich habe einfach im Esszimmer hat sie lauter Glas-Tablach an der Wand mit allem, was... Sie hat nicht einen Geschirrkasten, sondern das ist auf diesen Glas-Tablach. Also schön präsentiert ja. auch. Das sieht auch gut aus. Und so hat sie ein paar Sachen. Das Bett hat sie auch noch wollen. Also ich sage nur... Hat es etwas gegeben, weißt, wo du denkst, ich würde gerne das und das mal machen? Oder irgendein, weiß auch nicht, ein Theater einrichten oder ein Restaurant oder ein Laden oder irgendein Projekt, wo du denkst im Nachhinein, schade, habe ich das nicht können oder das wäre mal ein Traum gewesen. Ich glaube, da bin ich zu weit weg davon. Also der pure Gedanke, ich müsste jetzt so etwas machen, um Gottes Willen. Theorie, eine Theorie entwickeln für, sagen wir, ein Angebot für, ja, sagen wir, ein restaurantartiges so das Konzept? Ja. Dann die Theorie dafür zu entwickeln, das ist etwas, was mich generell interessiert, das Konzept. Ja. Und warum so und warum nicht anders. Oder zu was für einem Ding komme ich nach dem 3. Mal das durchschaffen. Spannend. Das, also konzeptuell zu denken, das ist
Und dann schon im Modell, also ich muss es immer vor mir Können sehen. anschauen, ja. Ich arbeite immer mit Modell. Sei es Styropor oder egal was. Aber ich muss es können räumlich vor mir sehen. Das bringt mich gerade zu der nächsten Frage. Du hast auch Schule gegeben. Ja. Wie war das und was hast du unterrichtet? Ja, das ist also, ich habe es toll gefunden. Also vor allem jetzt auch, also es war gut bezahlt. Das spielt schließlich eine Rolle. Und, aber das Thema, unter dem ich angestellt wurde, war eigentlich Materialkunde. Also so ein bisschen, was das Lysiskop bei uns gegeben hat. Ja. Und das ist so... Einfach zum Vervollständigen, du bist wieder an die FFI gegangen, Ja. wo du die Ausbildung gemacht hast, bist du zig Jahre später als Lehrerin. Ja, genau. Und eben, aber das Materialkunde zum Beispiel hat noch existiert als Fach, obwohl kein Mensch sich für das interessiert hat. Wir mussten es lernen, wir mussten unterscheiden, eben dank dem Lysiskop zwischen Wolle und Leine. Also das müssen im Griff. Da kann das auch können. Ich bin heute noch vor und das ist wie die Schreinerei, da lernst du auch einfach grundsätzlich etwas. Aber in der FFI damals, in den 60er Jahren, ja, nein. Was hast du denn gemacht aus dem Fach? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe dann das auf 100 Arten probiert, ihnen näher zu bringen. Also ich habe gesagt, ihr geht jetzt in einen Camper, in einem Land, wo es dauernd regnet. Und jetzt bitte, ihr müsst den Camper ausstatten. Was für Materialien? Bitte, keine Ahnung, oder? Ja, jetzt könnt ihr halt einmal suchen in den Läden und mit diesem Problem schaut mal, was sie zurückbringen. Aber es war also jedes Mal ein grosser Knurz. Kein Mensch hat das interessiert. Aber du bist ja dann nochmal auf Amerika, du hast dann noch rekognosziert bei diesen verschiedenen Instituten und so. Das hast du gemacht im Auftrag oder für die Schule? Für ja, eigentlich für die Direktion. Oder ja, das mal ein Kontakt, weil vielleicht auch ein Austausch. Ja. Das war die Idee damals. Und das hat auch zum Teil ein bisschen bestanden, aber nicht sehr. Also es hat nicht wirklich etwas gegeben. Bist du dann in den 70er Jahren, ist das noch nicht reif für so Austausch? Ja, also die Grafiker sind natürlich, die haben dauernd Amerikaner hier gehabt. Alle sind zum Hoffmann Basler Grafik, Basler Grafik, eben alle kommen wegen dem Hoffmann, aber wegen uns ist natürlich niemand gekommen. Also das, nein. Aber dass ihr jetzt zum Beispiel eben auch auf Boston gehen oder wieder auf New York oder Pratt-Institut, das ist nicht... Das andere ist, eben, du hast unterrichtet, nicht wahnsinnig lang und ich habe jetzt nicht das Gefühl, mit dem grössten Herzblut. Nein, aber es ist daraus entstanden, eben weil mein Fach nicht gefragt war und ich habe es dann probiert. Also es hat sich daraus ergeben, dass ja die alle ein Projekt, jeder hatte irgendein Projekt gehabt, das er machen oder entwickeln. Und unter den Kollegen war der Leo Balmer. Der hat sehr die begleitet. Und dann hat es sich irgendwie ergeben, dass ich die zweite Begleitung war. Das heisst, er war ein grosser Theoretiker und hat dann vielleicht einem gesagt, schau mal, du musst das anders entwickeln und. Hat das probiert, sich zu erklären. Und ich bin daneben gesessen, habe zugelassen und habe gesagt, aha, also du willst mit dem sagen, das und das wäre ein Weg.
Und so ist da eine Art Zusammenarbeit entstanden, die die Studenten sehr geschätzt haben. Aha. Also sie haben dann angefangen, wenn sie Projekte hatten, uns beide zu wählen als Begleiter. Also nicht einfach eine Anleitung geben, sondern im Gespräch auf Ideen kommen, auf Wege kommen. Und da hat es dann auch tollen Kontakt mit den Studenten gegeben. Hast du nachher, also wo du weg bist von der FFI, auf dein zweites, wie soll ich sagen, Lebensprojekt kommen dann noch, aber hast du dann die Situation der jungen Innenarchitektinnen und Innenarchitekten noch verfolgt oder ist das dann nicht mehr so das Thema gewesen? Es war so eine Zeit, wo sie eigentlich so sehr auch sozial orientiert waren, also gehofft haben, sie können irgendwie Einfluss nehmen, was weiß ich, wie sich die Lebensformen in der Schweiz entwickeln oder so weiter. Materialien, eben, um Gottes Willen, nein, das wir doch nicht. Das interessiert uns dann doch nicht. Aber was ihnen dann nachher offen steht, ist mir unklar gewesen, und ihnen auch. Also es ist, und ich denke auch von der Ausbildung her ist es so ein bisschen weder Fisch noch Vogel gewesen. Also die Nächsten dann, die haben zum Beispiel viel mehr Wert darauf gelegt, dass sie schöne Pläne gemacht haben. Das ist vorher nicht daheim. Nein, man putzt den Tisch nicht, den man da schafft. Ich habe mal einem gesagt, nur als Beispiel gesagt, du, wenn du ja jetzt etwas besprechen, könntest du bitte den Tisch sauber machen. Ich bin ja auch gut am dreckigen Tisch. Das war die Antwort. Also, einfach als Beispiel für die damalige Zeit. Und 2 Generationen nachher sind neue Studenten gekommen, die gesagt haben, in diesen grusigen Raum kommen wir nicht. Gebt uns Farben und Pinsel und wir malen das selber an. Und dann hat sich die Schule so geniert, dass sie es dann selber ausgemalt haben, frisch gemalt haben. Aber nur als Beispiel. Und die Pläne, die dann abgegeben haben, tadellose. Interessant. Völlig andere. Aber und welche Zeit ist denn das? Ist das in den 80er Jahren? Oder wann hat denn das gekippt? Vorher noch. Vorher schon? Ja, nachher habe ich dann eigentlich nicht mehr. Aber dort hat sich wirklich das geändert, dass, wie wir uns selber präsentieren, das spielt eine Rolle. Und das haben sie auch gut machen. Das hat sich dort wirklich von dem, das ist doch auch so in der Zeit, auf der Strasse darf es dreckig sein und die ganze, das, was wir jetzt noch haben, hat dort angefangen. Das Henei muss doch nicht ständig geputzt sein. Das ist ein Gerät, also das Credo Henei muss doch nicht ständig putzen. Das reicht ja auch, wenn man die Strasse alle 4 Wochen putzt. Und es regnet ja sowieso. Ja, und so Sachen. Also das war das Credo von damals. Das braucht es alles nicht. Oder? Anders ist wichtig. Oh, ja. Aber was ist auch nicht ganz klar. Und das hat sich auf jeden Fall unter diesen Jungen hat sich das sehr geändert. Und dann ist dann ja gerade etwa die Zeit gekommen, wo du ein neues Feld aufgemacht hast für dich. Ja. Wie ist es zu dieser Abkehr gekommen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist eigentlich keine Abkehr, sondern eine in sich Kehr? Ja, oder nein, ein Ausweg eigentlich. Also, gekommen ist es einerseits, ich habe einen Laden, im Unterricht auch noch, ich sollte
Innenarchitektur machen, ich sollte verkaufen, ich sollte einnehmen. Das ist alles okay, warum nicht? Und dann, gut, durch den Tod von meinem Vater bin ich finanziell ein bisschen unabhängiger geworden. Also wir können überlegen, hey, ist das meine Zukunft? Ja. Du bist wie alt dort? Etwa 50, gell? Nein, ja, weit, also langsam drüber, richtig sagen. Also ich habe mir einfach so überlegen, ja, hängst du immer noch Vorhang auf mit 60 und so weiter. Also wie ist die Zukunft? Einerseits die Überlegung und einfach nicht für mich eine grosse Zukunft gesehen als Innenarchitekt. Und an sich ist eine anstrengende Arbeit und so. Und in dieser Zeit bin ich in Kontakt gekommen mit dieser Therapie, wenn du willst, oder Schulung, sage ich lieber. Körperschulung, Alexandertechnik. Einfach dort mal das erfahren und toll gefunden, regelmäßig Stunden nehmen, wie andere Leute ins Fitness gehen? Ja, also anyway, nach einer Weile habe ich gedacht, das ist eine Ausbildung 3 Jahre. Und das bietet mir eine Zeit, wo ich Kontakt mit mir auf eine Schulung von mir, die ich sonst nie kriege. Oder da wäre sie möglich. Und habe mich dann zu dieser Ausbildung entschieden. Die war in Basel möglich gewesen. Nicht, weil ich einen anderen Beruf gesucht habe, überhaupt nicht, sondern wirklich die Zeit wollte, um mich mit mir nicht auf eine psychotherapeutische Art zu befassen, sondern eigentlich Innenarchitektur. Also wie ich funktioniere. Also wenn du in einen Kurs gehst, Alexandertechnik, dann ist es aber nicht so wie ich gehe einen Moment in die Physiotherapie, weil etwas wehtut, weil etwas nicht funktioniert. Aber Alexandertechnik setzt nicht voraus, dass du irgendwie Rückenweh hast oder so und das weg haben willst, sondern es ist ein allgemeines Verbesserung des Körperbewusstseins. Oder wie muss ich das verstehen? Es ist umgekehrt. Okay. Die kommen wegen Rückenweh. Ah, doch. Das ist unsere Hauptklientel, Rückenweh. Aber eben nicht, denn du musst jetzt halt ein bisschen strecken oder nicht strecken oder sonst etwas machen, dass das weniger wehtut, sondern was machst du eigentlich mit deiner ganzen Architektur, dass es dort anfängt weh tut? Wie benutzt du die? Weil es geht um das Ganze und nicht nur um die Stelle, die dann einmal reklamiert. Ja. Und da sind wir also die Einzigen gewesen, die das damals so angeboten haben. Die Technik war schon uralt, aber in Basel oder in der Schweiz hat man das zum ersten Mal so anbieten. Da hast du dir ja ein grosses anatomisches Wissen noch mal zulegen, was mit was zusammenhängt. Gut, nein, vor allem, weil je nachdem, was du für einen Ausbilder gehabt hast, hat er gefunden, das braucht es gar nicht. Viel besser ist, wenn du weisst, jetzt, wo deine Energien funktionieren. Ich sage es jetzt einmal sehr vereinfacht. Also, dass du weisst, auch wenn du da willst etwas verändern, fängst du mal an mit dem Kopf. Mit dem Denken, wo deine Energien durchgehen. Also, wie du die so kennenlernst, dass sie dich nicht selber überholen, sondern dass du Sie störst. ja,
Also es geht um eine Selbststeuerung eigentlich. Spannend, spannend. Aber ja, Anatomie ausprägte Selbststeuerung. Also ohne die geht es, ist die Selbststeuerung ziemlich schwierig. Wenn du nicht weisst, was du steuern willst oder wie. Wie ist dann das Zweite, aber was ist ein Teil davon. Und ich finde es faszinierend, also heute noch. Ja. Und Innenarchitektur hast du dann ganz Silo, Ja. die klassische Die habe ich dann, ja. Innenarchitektur? Ich habe den Laden zugemacht und habe wirklich dann, also nach der Ausbildung. Vorher habe ich noch unterrichtet, während dem, aber dann habe ich den Laden zugemacht. Ich weiss nur, wenn ich das entschieden habe, so, jetzt ist fertig. Und, Es hat immer so mutige Schritte in deinem Leben. ja, so, das ist wahr. So, ja. Weil viele tun dann, wenn sie in den Mit-50er sind, sich nicht noch überlegen, ein neues Feld aufzutun, eine neue Ausbildung zu machen. Ja, ich habe ja nicht einmal einen anderen Beruf wählen. Überhaupt nicht. Aber als ich dort fertig war und schon während der Ausbildung, habe ich gemerkt, ich finde das einfach toll, mit jemandem zusammen an dem zu arbeiten. An seiner Architektur praktisch zu arbeiten. Und so ist das. Dann habe ich gedacht, aha, ja, das möchte ich eigentlich gerne weitermachen. Und das hast du jetzt eigentlich bis ins hohe Alter? Ja, ich mache also hier und da immer noch eben, manchmal an dem Tisch? auf dem Tisch, ja, respektive ja, eben mit dem Spiegel und dem Sitzen und Stehen und Rumlaufen. Und vorgestern hat mit Gewichtli mir gesagt, jedes Mal, wenn das Velo lüpft, mir etwas nicht funktionieren. Also haben wir das probiert mit Gewicht hier simulieren. Machen, ja. Aber jetzt einfach, um unser Gespräch abzuschliessen, Innenarchitektur. Du sagst, als Kind hat dich das schon interessiert, wie Räume gestaltet sind, was ist schön, was passt zusammen. Das begleitet dich schon noch bis ins hohe Alter? Also es begleitet mich insofern, dass wenn ich muss mich aufhalten, was mir nicht wohl ist, dann leide ich. Ja. Körperlich, ganz so? Ja, also ich erinnere mich jetzt an eine gute Bekannte von mir, die in einem Haus gelebt hat, das einfach kein gutes Haus war. Es ist einfach eine Ausstrahlung von schlechtem Haus. Und jedes Mal, wenn ich dort hin musste, sie besuchen, ich kriege dann etwas Komisches, ich kriege Heimweh. Oh. Und wenn jetzt du das müsstest, wenn es überhaupt geht, das in ein paar wenige Sätze oder Worte zu fassen, was macht denn für die gute Innenarchitektur aus oder einen guten Raum? Wann stimmt das? Ja. Also ich finde den schön. Also die Ästhetik, die Schönheit macht mich glücklich. Also wenn etwas schön ist, dann bin ich glücklich. Das gibt mir ein Glücksgefühl. Und wenn es halt nicht schön ist oder sogar noch wüst, ja, dann bin ich das Gegenteil. Und halt dann das aus, das habe ich gelernt. Aber es kommt, wie gesagt, vor allem in dem einen Haus dort, habe ich das jedes Mal erlebt, das ist wie ein Gefühl von Heimweh. Nein, und dann hast du nicht das Bedürfnis zu sagen, vielleicht müssen wir den Tisch mehr über oder die Vorhänge eine andere Farbe. Das ist schon im Stegenhaus ist schon falsch. Also, und ich frage mich, eine der schlimmsten Erinnerungen von mir als Kind ist das Kinderheim. Und also 4- oder 5-jährig, das ist so gesund, oder, im Appenzell. Und ich gestorben vor Heimweh jeden Tag. Das hat sich nicht geändert, bis es vorbei war. Und das Heimweh, dort hat natürlich für mich nichts gestimmt. Aber wirklich sicher gar nichts. Und wenn es dir wohl ist, wenn es schön ist, dann bist du daheim. Ja. Ja, oder ja. Also in einem schönen Haus denke ich, ja, ach, das ist eine Wohltat. Also ich denke jetzt gerade
an Freunde, die im Bayerischen ein wunderschönes Haus haben. Und Also Heimat ist für dich nicht an einen Ort gebunden, sondern wie mehr an eine Umgebung, einen Zustand. wo stimmt alles. Gut. Und da in deiner Wohnung, das ist eine wahnsinnig schöne Wohnung, hast du das auch so einrichten, dass es Das ist von Anfang an, hat sich das so ergeben. Ja. Eben ganz sicher bin ich nicht gewesen, als ich mich entschieden habe. Aber als ich ja vorher doch einfach, und ich bin jeden Tag immer noch dankbar, dass ich es gemacht habe. Wunderbar. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Abschluss von unserem Gespräch, Doris. Ich danke dir vielmals. Nein, ich danke. Ich finde das wahnsinnig. Es war interessant, der Einblick in das reiche, lange Leben.